Es ist längst nicht mehr die Frage, ob wir in der Zukunft elektrisch fahren, sondern es ist längst nur noch eine Frage von, wann findet jeder Topf sein Deckelchen? Wann hat jeder das Elektroauto, das zu ihm passt, gefunden? In dem Video stelle ich euch einen neuen Topf vor. Kann man das so sagen? Einen neuen Topf, einen neuen Deckel? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall gemeinsam an den neuen Audi Q4 e-tron und ich habe euch mitgebracht den Sportback. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freundin nennt mich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam den Audi Q4 e-tron Sportback an. Audi sagt selbst, dass der Q4 ein ABCD-Auto ist. Was ist das? Ich versuche es euch zu erklären. Die Elektromobilität gibt Automobilbauern in der Zukunft ganz neue Möglichkeiten, was das Autobauen anfängt. Da kommen übrigens die Kollegen von Asphalt Art. Die Kollegen von Asphalt Art haben den kleiner motorisierten bekommen. Natürlich, ihr kennt den Eggy, der macht ja Hypermiling-Fahrten und so weiter. Der kriegt natürlich das Low-Budget-Modell. Wir schauen uns gemeinsam den größeren an, den Q4, 50 Kilowattstunden. Zurück zu ABCD. Elektromobilität, sobald sie von einem weißen Blatt Papier aus angefangen wird zu planen, gibt uns total neue Möglichkeiten, gibt den Autobauern neue Möglichkeiten. Du kannst ein Fahrzeug bauen, das sowohl Frontantrieb als auch Heckantrieb hat. Du kannst ein Auto bauen, was im Normalfall vielleicht einen Heckmotor hat, aber in der höheren Variante auch einen Frontmotor, also Allradantrieb. Audi nennt sowas Quattro und Audi bietet genau sowas bei seinem Q4 sofort auch an. Ihr könnt euch also gleich auswählen, Auto mit Heckmotor oder Auto mit Allradantrieb, und zwischen den beiden Achsen sitzt unten tief die Batterie. Vieles, was wir von klassischen Autos kennen, brauchen wir in den Elektrofahrzeugen nicht mehr. Autofahrer wissen das bereits und das gibt uns die Möglichkeit, das gesamte Packaging eines Autos neu zu definieren. Und wenn man sich anschaut, wie Elektroautos gebaut werden, dann fällt einem häufig auf, dass aufgrund einer relativ kompakten Form oder auf Basis einer relativ kompakten Form dennoch ein sehr, sehr langer Radstand realisiert werden kann. Kurze Überhänge hinten, kurze Überhänge vorne, und das wiederum sorgt dafür, dass zwischen den Überhängen und zwischen den Achsen viel Platz für die Insassen bleibt. Audi hat den Q4 e-tron auf der gleichen modularen Bauform, auf dem gleichen modularen Baukasten wie natürlich der ID.3, der ID.4, der Skoda Enyaq oder der bald demnächst kommende Born, hat sich aber dafür entschieden, gleich von Anfang an eine etwas größere Variante zu bauen, also nicht in ID.3 Größe, sondern wir reden hier eher von der klassischen C-Segment. Und Audi hat auch gesagt, wir machen von Anfang an einen Q4, den es von Anfang an in zwei verschiedenen Karosserieformen gibt. Es gibt ihn als klassischen, ja, das ist eigentlich schwierig zu sagen. Ist das heutzutage noch ein klassisches Auto mit dem klassischen Kombi-Heck hinten dran, wenn der so als SUV-Form ist? Weil wirklich ein SUV ist es ja am Ende auch nicht. Aber es gibt also bei Audi von Anfang an eine Form, die bis nach hinten führt und ein bisschen mehr Kofferraumvolumen hat und ein länger führendes Dach, oder den Sportback, so wie ihr ihn hier seht. Für unsere Testfahrt habe ich mich für den Sportback entschieden. Nicht nur, weil ich es mag, diesen Namen unfallfrei auszusprechen, Sportback, sondern weil ich auch finde, diese angedeutete Coupé-Form des Fahrzeugs, die tut dem Q4 tatsächlich gut. Also die Seitenlinie des Fahrzeugs wirkt nicht gekünstelt. Ich finde, sie passt in dieses Segment, und das Fahrzeug wirkt tatsächlich wie aus einem Guss. Also Audi hat es geschaffen beim Design, in dem Fahrzeug ein schönes Verhältnis zwischen dem unteren Bereich Karosserie und zum Greenhouse. Und das Greenhouse streckt sich sehr ordentlich darüber, ist eine schöne Spannung drin. Und hier unten dieses Schwarze, was ihr hier seht, das sorgt dafür, dass die optische Höhe des Fahrzeugs reduziert wird. Ja, also wenn man das da unten, das Schwarze in Wagenfarbe machen würde, dann, ja, das hier.
Hier. Wenn das in Wagenfarbe wäre, würde das Auto noch viel voluminöser aussehen. Dadurch, dass es in Schwarz gemacht haben, streckt das Auto in die Länge und das passt hervorragend zu dem Coupé-Dachbogen, finde ich. Ich würde aber sagen, am Ende, the beauty is in the eye of the beholder, heißt es, glaube ich. Ne? The shark is a predator in the ocean. Schreibt mir doch bitte unten drunter, wenn ihr euch den Q4 schon angeschaut habt, den normalen Q4 oder den Sportback. Was gefällt euch besser? Und was ist hier mit ABCD? Ach so, ABCD. Ich denke AUDI. So, irgendwie. Okay, nochmal. Ich dachte, ich hätte es eigentlich ich dachte, ich hätte es in dem Take schon erklärt, aber der Flo, mein universales Kameragenie, sagt mir damit sehr höflich, dass es vielleicht zu kompliziert war. ABCD bedeutet bei Audi oder bedeutet für Audi, du hast ein kompaktes Fahrzeug im A-Segment, möchte man das platzieren. Ich sehe es nicht im A-Segment. Mit einem Radstand, der deutlich größer ist, mit einem Innenraum im C-Segment und einem Kofferraum in der Versatility, einer Universaltauglichkeit in einem sehr hohen Segment, D-Segment. Kann man so sehen. Am Ende sind es Buchstaben. Was ich aber euch eigentlich sagen wollte, deswegen hatte ich angefangen mit dem Baukasten. Der Audi Q4 e-tron bietet euch aufgrund der Elektroarchitektur viel Innenraum auf relativ wenig Außenfläche mit kurzen, knappen Überhängen. Dass das ABCD heißt, mein Gott, jede Presseabteilung muss sich was einfallen lassen, um ihre Produkte zu beschreiben. Das ist okay so. Hast du verstanden? Ja, ist der Preis jetzt oder ja, kommen wir da noch da dazu? Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Ich finde, den Preis sollte man am Anfang nicht machen, weil vieles an dem ist natürlich ausstattungsabhängig und leistungsstufenabhängig. Aber zu diesen verschiedenen Steps kommen wir gleich. Audi bietet den Q4, egal ob Q4 e-tron oder Q4 Sportback e-tron, aktuell in 3 Leistungsstufen an. Und diese 3 Leistungsstufen haben dann auch noch 2 verschiedene Batteriegrößen. Und keines der Fahrzeuge hat einen Frank. Das ist ein bisschen schade, denn selbst auch bei den Varianten, wir haben hier den Q450 e-tron Quattro, der hat bis zu 300 PS und bis zu 72, scheiße, es sind auch einfach zu viele Zahlen für mich zu merken, 76, bis zu 76,6 Kilowattstunden Was hat er jetzt? 76 Kilowattstunden? 76,6 Kilowattstunden Batteriekapazität und der Quattro, wie gesagt, ein E-Motor an der Vorderachse, ein E-Motor an der Hinterachse, 299 PS Gesamtleistung. Der kleinste fängt an als Q4 35, der hat dann auch nur... Es wird nicht besser. Er hat dann auch nur 51,5 Kilowattstunden Batterieleistung und auch nur 170 PS. Der Q40, weißt du, wenn ich schon dabei bin, lese ich es ganz ab. Und der Q40 e-tron, die goldene Mitte im Augenblick, hat auch Heckantrieb, also auch nur ein E-Motor, 204 PS und 76,6 Kilowattstunden, also den großen Akku im Prinzip schon, aber dann nur den einen Motor an der Hinterachse. Ein Motor an der Hinterachse, welchen Vorteil hätte es, wenn man sich dafür entscheidet, während wir hier gerade ein wenig flüssige Küstensonne genießen? Ich habe gehört, dort in der Ostsee ist so ein bisschen Regen wie Sonnenschein für uns Bayern. Die Modelle, das ist wie beim Enyaq oder wie bei allen Kollegen auf der Plattform. Die Modelle, die nur Hinterradantrieb haben, Heckantrieb haben, die haben einen Wendekreis von nur 10,2 Meter, weil du einfach auf der Vorderachse, wenn du vorne keinen E-Motor hast, hast du auch keine Antriebswellen. Hast du keine Antriebswellen, kannst du die Vorderachse weiter einlenken. Das heißt, es ist tatsächlich eine Frage, wofür entscheide ich mich? Und da sind wir wieder mit einem Topf und den Deckelchen, denn
Der Quattro wiederum, der könnte auch einen Anhänger ziehen, zwar bis zu 1,2 Tonnen. Damit könnte man vielleicht dem Schiedwetter entkommen, im Urlaub oder so, also dem Schiedwetter mit Campingwagen, mit Wohnwagen entkommen. Der hat dann aber den größeren Wendekreis. Ja, insofern kann man sich genau überlegen, was möchte ich eigentlich haben von meinem Audi Q4 e-tron. Möchte ich den klassischen Quattro-Gedanken, maximale Leistung, große Batterie, scheiß auf den Wendekreis? Oder möchte ich ein Q4 e-tron mit, ich fahre sowieso nur in der Stadt, mir ist viel wichtiger, dass das Auto einen guten Wendekreis hat. Ja? Also für beides würde ich einfach eigentlich sagen, ist es das Wichtigste, dass ihr das Probe fahrt vorher. Geht zu eurem Audi-Händler und fahrt die Variante Probe. Denn der Quattro natürlich macht vom Fahrspaßgedanken her viel Laune, auch auf nasser Straße. Und wenn ihr in den Alpen wohnt oder so, dann ist natürlich auch der Allradantrieb, das klassische Quattro, der klassische Allradantrieb, eine hervorragende Wahl. Dann aber große Batterie, maximale Leistungsstufe, ist natürlich auch ein bisschen teurer. Ja, dass die Audi-Ingenieure keinen Frank da vorne reingemacht haben, enttäuscht mich persönlich tatsächlich ein wenig. Sie haben ja ansonsten versucht, viel reinzubekommen. Der Q4 hat ja hier vorne mit seinem großen Kühlergrill, die Kühlluft geht eigentlich da rein und er hat hinten dran noch einen Vorhang, wie nennt man es? Ja, ich würde es einen Vorhang nennen. Jalousie. Eine Jalousie. Du bist ein Klugscheißer geworden. Seit einiger Zeit bist du ein Klugscheißer. Ja, ist das Bild scharf? Konzentriere dich mal aufs Bild. Eine Jalousie, die mehr freigibt. Das heißt, wenn sie nach unten ist, der Kühlluftbedarf ist gering, dann ist eine geschlossene Jalousie besser für den CW-Wert, für die Luft, die da durchfließt. Habe ich einen erhöhten Kühlbedarf, im Sommer mit Anhänger, whatever, beim Laden der Batterie im Sommer oder so, dann geht diese Jalousie nach oben und die Luft fließt immer noch hier unten durch. Also der Grundgedanke, dass Elektroautos einen kleinen Kühlergrill brauchen, ich glaube, auch davon können wir uns so ein bisschen in der Zukunft wieder verabschieden, denn mit steigenden Leistungen und steigenden Möglichkeiten steigt auch wiederum der Kühlluftbedarf der Elektrizität. Geladen werden kann das Fahrzeug auch, zeige ich euch, nachdem wir das Auto gefahren sind. Sieht man den? Was die Jalousie, die war Ne, ich habe gerade geschaut. Die Jalousie müsste eigentlich da unten drunter sein. Das ist so eine Crashbox hier, so eine Styropor, wobei die auch einfach nur sein kann als Geräuschdämmung. Die ist eher Geräuschdämmung. Das ist der Kühler. Lass mich mal kurz gucken. Nee, ich kann dir keine Jalousie zeigen. Ach doch, hier. Das da, siehst du das da? Siehst du das Ding hier? Das ist ein Rollo. Das ist tatsächlich eine Jalousie, ein Rollo, der den Kühler hier unten zumacht, der da runterläuft. Das ist die Jalousie tatsächlich. Spannend. Aber kein Frank. Schreibt doch ihr mir mal unter die Kommentare, wie ist das mit dem Frank? Fändet ihr das nicht eigentlich auch richtig? Stell dir vor, du tankst hier bei dem klassischen Ostsee-Sonnenschein dein Auto an der Zapfsäule, an der Ladesäule, hast das nasse Kabel und jetzt schmeißt du das nasse Kabel in den Kofferraum. Wenn sonst nichts drin ist im Kofferraum, ist egal. Aber wäre es eigentlich nicht viel cooler, wie bei einem Volvo XC40 zum Beispiel, hier vorne einen Frank zu haben, wo ich meinen Scheiß reinschmeiße und der dann einfach getrennt ist? Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wäre das nicht die kleine Extrameile, die wir uns doch immer von dem Premium-Hersteller Audi erwarten dürfen? Schreibt es in die Kommentare. Was darf man sich vom aktuellen Topmodell so rein fahrerisch erwarten? 299 PS, 460 Newtonmeter. Gerade die 460 Newtonmeter sind ja das Thema bei Elektromotoren. Die kommen ja wie der Kaffee morgens instant. Ne? Ist der grün oder nicht? Ich sehe nämlich irgendwie nicht. Links kommt einer. Fahr mal, gib mal Gas. Das schöne 460 Newtonmeter Instant Torque
Das ist das Schöne an den Elektrofahrzeugen. Gar nicht so wichtig ist die Höchstleistung, weil abgeriegelt wird sowieso bei 180 km/h. Dafür sind aber die 6,2 Sekunden von 0 auf 100 und noch viel wichtiger ist eigentlich so das direkte Antreten in den unteren Geschwindigkeitsregionen, so im Stadttempo. Das merkt man dann sofort. Da merkt man auch den Vorteil des Elektroantriebs. Hier haben wir ja jetzt den Quattro, der letzten Endes bedeutet, wir haben 2 Elektromotoren, einen an der Vorder-, einen an der Hinterachse. Und das ganze Fahrgefühl, was ist das Fahrgefühl? Was macht das Fahrgefühl aus? Geprägt wird das letzten Endes von der Architektur des Fahrzeugs. Langer Radstand, überschaubare Gesamtgröße und extrem niedriger Schwerpunkt. Und gleichzeitig ist das Gaspedal nun mal sofort verbunden mit der Leistungsabgabe. Also die Frage mit, ich drücke drauf, muss ich auf irgendwas warten oder so, das ist erledigt. Ja? Du drückst einfach nur drauf und fährst. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die Menschen so dermaßen überzeugt, wenn sie vom Verbrenner zum Elektroauto wechseln, gerade so bei den ersten Fahrten, wie das reine Fahrgefühl. Das Auto hat mit dem niedrigen Schwerpunkt, wirkt das lebendig, ohne dass es überhart gefedert sein muss, ohne dass es zu hart in den Stabilisatoren abgestimmt sein muss. Das Auto wirkt sehr, sehr lebendig am Gas, es wirkt agil und so weiter und nichts anderes kann ich auch über den Q4 in der Variante natürlich sagen. 299 PS habe ich gesagt, Maximalleistung wird man A nicht permanent brauchen und B ist es tatsächlich nur eine Peak-Leistung. Viel wichtiger ist für euch, die ihr dazuhört, natürlich, wie weit komme ich mit dem wie weit komme ich mit dem Q4 e-tron? Im WLTP-Zyklus kommt der hier bis zu 490, ein bisschen was gequetschte Kilometer. Das ist total abhängig beim Elektrofahrzeug noch viel mehr als beim klassischen Verbrenner davon, wie ihr das Auto fahrt. Nutze ich die Rekuperation? Fahre ich vorausschauend? Fahre ich ständig Pinsel nach unten? Lasse ich mich ständig vom Drehmoment dahin reißen? Oder bin ich jemand, der das Gefühl des Elektrofahrzeugs 1:1 für sich wiederfindet und sagt, weißt du, die Ruhe, das Freie von Hektik in dem Auto überträgt sich auf dich als Fahrer normalerweise recht schnell und du fängst an und segelst, oh, guck, eine Möwe, die segelt auch. Du segelst so dahin wie eine Möwe am Ostseewind. Nee, du segelst einfach dahin, du fängst an, tatsächlich vorausschauend zu fahren, du fängst an zu wissen, naja, wenn ich will, kann ich jederzeit aus einer Lücke rausfahren. Es ist eine so entspannende Erfahrung für Menschen, die vorher kein Elektroauto gefahren sind, zu sagen, ach guck mal, ich habe plötzlich auf Befehl auf dem Gaspedal sofort eine Reaktion. Selbst wenn du Supersportler fährst, da ist immer noch ein Getriebe dazwischen gewesen und dieses Getriebe war immer der Punkt, der gesagt hat, ach, du fährst gerade relax, hoher Gang, ach, jetzt willst du Gas, bom, 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 bom. 5 Gänge nach unten geschaltet und dann kommt erst die Reaktion. Und das ist das, was du beim Elektroauto immer und immer wieder schön findest. Du kannst so geschmeidig fahren einfach. Apropos geschmeidig. Audi hat im Q4 e-tron die Philosophie D, ist das normale Fahren. Damit ist es fast ein Segeln möglich, je nachdem, was auch der Radarsensor sieht, je nachdem, ob du schon eine Navigation drin hast, je nachdem, ob das Auto versteht, jetzt wäre es zum Beispiel beim Einfahren in eine Ortschaft sinnvoll, dieses Delta zwischen was ist erlaubt und wie schnell fährst du gerade per Rekuperation zurückzuholen. Du kannst die D-Stufe aber auch mit den Schaltpedals für dich selbst nochmal definieren. 1, 2, 3, 4, 0. Also 0, 1, 2, 3, wie stark er rekuperieren soll. Oder du stellst das Auto in den B-Modus. B für Brake oder für Autorekuperation. Was allerdings nicht ganz so stark ist wie bei Klasse oder wie bei anderen Fahrzeugen, die dieses sogenannte One-Pedal-Driving beherrschen. Hier ist noch ein kleines Delta zwischen dem, was das Auto für sich jetzt rekuperiert mit bis zu 0,3 G und was du bei einem One-Pedal-Auto, wo du tatsächlich das Gefühl hast,
Fuß vom Gas. Ja. Am Ende ist es eine reine Gewöhnungssache. Sowohl B als D hast du auch total schnell Intus, weil dann rechter Fuß gewöhnt sich ganz schnell daran, dass du so ein bisschen Gas geben in der Ortschaft, wieder runter, das Auto rollen lassen und so. Ja, das funktioniert super gut. Lautstärke ist bei allen Elektrofahrzeugen überragend. Du hast ein gutes Gefühl, abgekapselt von der Welt, in Ruhe gelassen zu werden. Was beim Q4 mir jetzt gerade ein bisschen auffällt, in der Ausstattung, die wir fahren mit 21 Zöllern, wir haben eine Mischbereifung, hinten noch ein bisschen breiter als vorne und dazu ein 40er Querschnitt. Und die Reifen haben eine harte Reifenflanke. Und das ist so dieses Anfedern, so dieses langsame Rollen über Kanaldeckel und so weiter. Die spürst du doch recht deutlich. Da könnte vielleicht einfach nur zu sagen, ich nehme nicht die größten Felgen, wobei natürlich hier drauf diese 21 Felgen mit diesem Aero-Design sieht schon sehr, sehr geil aus. Aber da könnte tatsächlich, wenn man sagt, naja, ich bin jetzt echt voll der Komfortmensch, der Verzicht auf die größte Rad-Reifen-Kombination schon Abhilfe sorgen. Ansonsten fühlt sich das Auto so ganz klassisch erwachsen an. Das haben ja viele Elektroautos einfach aufgrund ihres hohen Grundgewichts. Kommen wir zu dem, was den Audi im Innenraum auszeichnet. Ich muss auch gerade mal vielleicht noch ein bisschen über die Klavierlack schwarzen Flächen. Hast du hier drauf gelangt, Flo? Das ist nicht schön. Hast du überall deine Fingerdatschen hinterlassen. Hörst du auf? Hackgott, Sack, Zement. Es ist so schwierig, Dienstleister zu bekommen, die gut sind. Kommen wir zum Interieur. Da ist aber auch staubig hier. Machen wir auch noch den Staub weg. Haben wir eigentlich schon ein Staubtuch in unserem Portfolio, ein Staubtuch mit Autohub-Logo? Bei dem, was wir mittlerweile so an Klavierlack in neuen Autos finden, wäre das eventuell noch eine Einnahmequelle für uns. Kommen wir zum Interieur, kommen wir zu dem, was ein Audi ausmacht. Audi ist, wenn man mal die Historie mit längs eingebauten 5-Zylindern, Quattro-Antrieb mit Torsen-Differential und all die Geschichten vergisst, ist Audi ja immer eine Premium-Tochter des VW-Konzerns gewesen. Das heißt, man hat aus dem, was der Konzernbaukasten hergibt, versucht, das zu tun, was einem Premium-Audi-Kunden gefällt. Man hat versucht, das zu erfüllen, diese Extrameile zu gehen vom Volkswagen hin zu einem Premium-Fahrzeug. Der Q4 e-tron ist da nicht anders. Natürlich ist es so, dass wir hier von der Plattformtechnik her auch uns überlegen müssen, was kann man realisieren. Bevor ich mich nach hinten setze und wir die Vorteile von dem langen Radstand erfahren, vielleicht nochmal einen Blick durch das Cockpit. Cockpit fällt auf. Sie haben die Mittelkonsole mit einem großen HMI, Human Machine Interface, zum Fahrer hin geneigt. Sie haben der Versuchung und vielleicht auch der Kostenstruktur eines reinen Glas-Cockpits widerstanden. Also man hätte ja dieses große Touch-Display hier oben auch mit einem zweiten Touch-Display hier unten machen können, so wie man das in den höheren Ausstellungsvarianten macht. Stattdessen hat man sich ganz bewusst dazu entschieden, das große HMI hier oben Richtung Fahrer zu neigen und unterhalb des HMIs ein klassisches Tastaturenfeld zu platzieren, was ich vermute, was A günstiger ist, was ich B aber auch gar nicht die schlechtere Lösung finde. Das will ich an dem Punkt mal sagen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir uns immer wieder bei der Nutzung von Fahrzeugen uns auch immer wieder überlegen, wo gehört denn welche Ausstattung eigentlich wohin. Und auch wenn man vieles mit Sprache bedienen kann und auch wenn wir gesehen haben, bei amerikanischen Mitbewerbern, es funktioniert durchaus mit intuitiv bedienbaren Menüs und Submenüs und Sub-Submenüs zu Funktionen hinzukommen,
bin ich ja doch noch der klassische Mensch, der sagt, ich möchte schon noch so ein bisschen wissen, wo ist der Hebel und so weiter. Und der Audi-Fahrer an sich, der Audi-Fahrer, der vielleicht von einem Non-Elektrofahrzeug in den Q4 wechselt, also vielleicht der Käufer eines bisherigen Q3 oder vielleicht auch eines bisherigen Q5, wer weiß das schon, oder eines A3, jetzt in das Fahrzeug einsteigt, der soll hier drin nicht neu anfangen von A bis Z alles neu lernen. Der neu lernen zu müssen, der sollte sich hier reinsetzen und soll das Gefühl haben, jo mei, das ist ein Audi. Ja, ist auch so. Vieles hier drin kommt einem natürlich bekannt vor. Ich glaube zum Beispiel der Tempomat-Hebel hier unten, der ist noch aus dem Audi B5. Ist aber nicht schlimm, der erfüllt da unten seine Funktion. Wir haben links und rechts 2 Hebelchen, auch in Ordnung. Wir haben Schaltpedal für die Rekuperation. Wir haben das neue Lenkrad. Vielleicht ist es tatsächlich ein Thema, über das wir viel diskutieren können. Ich komme nicht so recht mit den Touchfeldern hier oben. Ich fand Lenkräder, wann war das schlecht mit den Rollen? Ne, da waren ja mal so Rollen drauf, die man dann auch drücken konnte und so. Wann war das schlecht? Weil was mir zum Beispiel jetzt häufiger passiert ist, ich habe meine Hand so ganz locker leger, und da passiert schon, da ist die Lautstärke gerade wieder eingestellt, locker leger auf dem oberen, wie nennt man das, Flo? Auf dem oberen Ding abgelegt und habe dann damit natürlich auch bedient oder meine Heizung oder den Sprachassistenten aktiviert entsprechend. Ich bin noch nicht der Meinung, dass alles, was funktioniert, auch im Auto immer Sinn macht. Das muss ich schon wieder ausmachen. Ihr seht ja, dass diese Tasten, die reagieren ja, ne? Die reagieren auf Druck. Und die reagieren halt dann auch darauf, in welchem Bereich du sie drückst. Aber das reine Reagieren darauf, mir ist das zu sensibel, mir ist das nicht idiotensicher genug, mir ist das zu feinmotorischem Anspruch. Sagen wir so einfach, wie es ist. Mittelkonsole haben wir hier drin. Wir haben eine Mittelkonsole drinnen. Danke, der Flo hat gerade noch eins dieser modernen Felder gezeigt, weil das da ist zum Beispiel für die Lautstärke gedacht. Ne? So. Was war denn schlecht an eurem Drehschalter bei Audi? Ihr hattet so einen kleinen Drehschalter, der hat sich angefühlt, als wäre er aus Aluminium gefräst. Der hat klicki, klacki gemacht, der hat sich gut angefasst. Hat sich auf jeden Fall besser angefasst als dieses Stück von irgendeinem C-Level-Supplier. Mittelkonsole in der Mitte. Das ist bei der Mittelkonsole auch recht häufig umgesetzt, so dass sie in der Mitte sitzt. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum haben Sie den großen Vorteil eines Elektrofahrzeugs nicht umgesetzt? Der große Vorteil eines Elektrofahrzeuges wäre ja, dass wir mit dieser flachen Plattform in der Mitte einen Bereich haben, der dann durchgehend ist. Eine der Antworten bei Audi durchaus ist, ja, genau damit sich der Audi-Fahrer halt, wenn er von dem einen Auto kommt, zum neuen Q4 kommt, nicht sofort überlegt, ist das noch ein Audi, sondern manche Dinge einfach so vorfindet, wie sie bisher waren. Und dazu gehört es einfach, dass der Fahrschalter, will ich nach vorne, will ich nach hinten, hier in der Mitte ist, dass der Start-Stopp-Knopf hier in der Mitte ist und tatsächlich auch ein Drive-Select-Schalter hier in der Mitte ist, ESP-Off ist und auch das finde ich nicht ganz so genial platziert. Hätte ich tatsächlich irgendwo hier oben gemacht, würde dann natürlich die Linie zerstören. Aber vielleicht könnte man es auch irgendwo hier noch integrieren. Ne? Also Auto-Umluft manuell wäre vielleicht eine Funktion, die man in ein Submenü verstecken kann. Und dann hast du hier oben vielleicht ein bisschen... Aber gut, das ist Motzen auf hohem Niveau. Was einem natürlich auch auffällt, ist alles digital. Sowohl hier mein Cockpit, ja, inklusive den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Das ist aber auch tatsächlich so umgesetzt, wie es der Audi-Fahrer bisher auch kennt. Ne? Also ich zappe hier nach links durch, habe mein Telefon, habe meine Entertainment, habe meinen Kfz-Daten, habe meine Navigation, kann das ein. Das ist tatsächlich so 1:1. Da passen die Schriftarten, da passt der Kontrastwert und auch hier darf ich sagen, ich finde es besser, was Audi macht, als das, was ein anderer Mitbewerber macht, mit zu viel Farben und zu viel Effekten einfach hier drinnen. Du möchtest eine gewisse Wertigkeit, zeigt sich eigentlich auch darin, dass du Dinge einfach, aber gut umsetzt, einfach um prägnant zu erfassen. Vor mir großes Head-Up-Display, auch hier sehr schön umgesetzt, hohe Grafikleistung. Auch da sitzt zum Beispiel die Augmented Reality drin, die ihr euch hinzukaufen könnt, dass Navigationen oder der Alarm, dass du zu dicht auffährst oder der Alarm, dass du von der Straße abfährst, kommt alles hier direkt vor mir
Ne, ihr seht schon, wo mein Auge hinschaut. Mein Auge schaut da raus. Und da draußen ist die Information. Na, ich muss mich nicht fokussieren auf hier innen rein. Na, also vielleicht von der Seite tatsächlich, ich gucke da raus, da gucke ich auf die Straße und da ist meine Information und nicht da unten. Ihr seht vielleicht am Auge, was der Unterschied ist. Also ich bin ein großer Fan von Head-Up-Displays, wenn sie gut umgesetzt sind, so wie hier in diesem Fall. Hoch, gut aufgelöst, viele Informationen, anstatt da unten, weil du tatsächlich, es ist tatsächlich ein Thema. Eines vielleicht, was nicht jeder zu diesem Review, zu den Q4-Videos sofort erwähnen kann. Ich habe herausbekommen, dass das modulare falsches Bild, dass das modulare Infotainment, der modulare Infotainment-Baukasten eben nicht zu 100% hier dem entspricht, was man auch bei einem Seat, Skoda oder einem Volkswagen bekommen würde. Denn dieser Look and Feel, also wie sieht diese Grafik aus, ne, diese Kachellösungen, wie sieht das aus, wie kann ich das einstellen und vor allen Dingen, wie reagieren die auf mich? Und dazu auch die Grafikleistung über das Head-Up-Display und hier die Grafikleistung direkt in meinem Display. Die kommen aus einem, wenn wir es jetzt mal vereinfacht ausdrücken, aus einem Computer, aus einem Spielecomputer, aus einer Rechnereinheit. Diese Rechnereinheit ist Teil dieses Baukastens und der ist nicht der gleiche wie in den anderen Mitbewerbern. Das heißt, wenn ihr euch also heute überlegt, was macht den Audi aus und ihr dann sagt, Mensch, jetzt haben sie meinen Klicki-Klacki-Schalter da unten wegrationalisiert, Klicki-Klacki weg. Ja, und hier ist auch kein Klicki-Klacki mehr. Ja, das ist nicht nur Klicki-Klacki. Na, da ist so ein Klick, aber kein Doppelklick. Früher war Audi mal der Doppelklick. Ne, so Klick. So, nicht alles. Es geht teilweise super, super subtil und es fällt euch wahrscheinlich auch gar nicht sofort auf. Aber Audi hat gesagt, uns ist es wichtig, dass das, was wir hier drinnen präsentieren, Look and Feel, HMI, das Human Machine Interface, dass es eben sauschnell ist, dass es extrem gut auflöst, dass es nicht pixelig ist, dass es nicht laggt und so weiter. Deswegen machen wir einen teureren Rechner rein. Das ist im Prinzip tatsächlich so, wie ihr sagt, der Junior braucht jetzt einen Spielerechner für so einen Ego-Shooter. Da braucht ihr einfach eine andere Rechenleistung als für Microsoft Word und die Google Bildersuche oder so. Ist tatsächlich spannend. Nochmal ein kurzes Wort zu dem Lenkrad. Dieses unten abgeflachte Lenkrad ist in der Automobilindustrie natürlich ein Vorteil, wenn wir unseren Belly-to-Wheel-Index messen. Ihr kennt das, bei AutoHub haben wir den Belly-to-Wheel-Index und ein abgeflachtes Lenkrad hier unten gibt uns einen Punktvorsprung für den Belly-to-Wheel-Index, weil der halt größer ist. Das Lenkrad geht ja hier unten nicht raus. Warum das Lenkrad jetzt auch da oben flach ist, kann ich nur vermuten mit, es hat was mit der Sitzposition zu tun, der Tatsache, dass ich hier keine Ablenkung drin haben möchte, ich aber auch den Lenkradkranz nicht in meinem Head-Up-Display sehen möchte. Denn wenn ich hier so sitze, macht das Lenkrad jetzt eines, es formt hier oben die gleiche Linie zusammen, die hier mein Armaturenträger hat. Na, also ich habe eine Sichtlinie da raus und das Lenkrad geht da eben runter. Das sieht bescheuert aus, das Lenkrad. Ihr könnt gerne unter die Kommentare drunter schreiben, wenn ihr sagt, hier Spocks Lenkrad gefällt euch deutlich besser als ein klassisches rundes Lenkrad. Ich bin ja tatsächlich immer noch an der Frage, wann kommt der Reifen, der nicht mehr rund ist? Aber stürzt denn auch beim Fahren? Nein, beim Fahren stürzt er nicht, weil ich natürlich meine Hände immer vorschriftsmäßig 2:45 habe. Ja? Es sorgt vielleicht sogar dafür, dass die Leute anfangen und nicht mehr nach innen langen und so komisch lenken oder so. Aber ich glaube, es provoziert dann auch teilweise, die Hände oben abzulegen. Schreibt es unten in die Kommentare, schreibt mir unten rein, was ihr vom Lenkrad haltet. Lenkradform, ja, also sieht so ein bisschen aus wie ein zukünftiges Formel-E-Lenkrad. Schreibt mir aber auch rein, was ihr zu den Touchfeldern sagt. Bin ich da total fehlgeleitet? Bin ich schon der alte weiße Mann, der auf dem Abstellgleis ist? Oder habe ich vielleicht doch so ein bisschen recht und dass nicht alles Neue immer tatsächlich das Beste ist? Ne? So, wir haben ja unten noch 2 USB-C, da unten ein großes Ablagefach.
Das war den Audi-Leuten auch wichtig, dass wir hier oben ein großes Ablagefach haben. Da kann ich meine Wasserflasche so reinschmeißen. Die fällt jetzt nicht bis runter. Da unten ist nämlich der Lautsprecher, sondern hat hier oben einfach schön einen Platz für eine Wasserflasche. Ganz generell ist es ja so, dass der Baukasten, auf dem der Q4 steht, diese neue Technik, diese neue Elektromobilitätsplattform, einfach unheimlich viele Freiheiten lässt, um das Interieur zu gestalten und dann hier drin auch ganz, ganz viele praktische Lösungen umzurichten. Vielleicht macht man davon in der Zukunft nicht alles in Klavierlack. Ja? Klavierlack sieht schön aus im Ausstellungsraum, aber spätestens, wenn die Dinger in den Mietwagenverleih gehen oder bei Firmenwagen genutzt werden, hast du eigentlich nur noch Angst, dass du das Auto von dem Kollegen bekommst, der jeden Mittag die Wurstsemmel isst. Weil dann hast du nämlich seinen gesamten genetischen Fingerabdruck auf der Klavierlackablage. Hier drin 2 Flaschenhalter in der Mitte noch. Wie gesagt, die Konsole schön breit, weil wir unten viel Platz haben. Hier ist ein Induktivladenauto. Kannst das Handy schön einschnallen. Ne? Bang. Ist jetzt das Glas kaputt? Ne, ich glaube nicht. Mittelkonsole, so wie ich es bei Audi gewohnt bin. Verstellbar. Zack, nach vorne. Das ist auch tatsächlich, du setzt dich hier so rein, stellst die darüber und denkst dir so, yo, so kenne ich das aus anderen Audis, welcome home. Jetzt machen wir aber natürlich, was bei Auto immer dazugehört, wenn vorne ein Hubby reinpasst, wenn vorne ein Hubby schon sitzt, wie sitzt der Hubby dann hinten? Ich habe den Sitz hier vorne wieder für mich so eingestellt, wie ich normalerweise jetzt hier sitzen würde. Und wir machen einen unserer bekannten Special Effects, vorne ein Hubby, hinten ein Hubby. Ja. Herzlich willkommen bei der Elektromobilität. Große Vorteile der Elektromobilität sind einfach der Zugewinn an Raum. Nicht nur Raumgefühl, sondern auch tatsächlich messbar mehr Platz. Da sind wir übrigens ganz kurz wieder bei A, B, C, D und so weiter. Ne? Das eine sagt das, eine kleine Fahrzeugklasse von außen, aber Innenraum wie ein großer SUV. Kann man jetzt halten, wie man möchte, sollte man am Ende wahrscheinlich für sich selbst auch einfach wirklich ausprobieren. Wenn man hier hinten sitzt, merkt man aber eben gleich, du hast den flachen Boden. Der flache Boden ist deswegen da, weil wir einen flachen Batterieboden haben. Wir haben extrem viel Platz. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen loungig hier hinten. Viel Tiefe nach unten. Alles schwarz in schwarz. Das ist bei VW, heißt das glaube ich elegant. Klimakontrolldisplay hier hinten. Da ist dann übrigens auch so, war das mal mit dem Rädchen vorne, um die Lautstärke einzustellen. Das war mal so, naja, schade. 2 USB-C Zigarettenanzünder, Ablagefach. Was dann bei den Kollegen im Lada Bolesław noch so an Gadgets hinzukommt, bleibt hier nüchtern elegant, nüchtern schwarz in schwarz. Interessant ist, dass die Türtafel Oberkante hier hinten hartes Plastik ist. Da vorne ist es ein weicheres Plastik, ist also schon ein Unterschied, ob man vorne oder hinten sitzt. Viele Teile hier im Interieur sind übrigens recycelte Materialien, was ich extrem gut finde. Interessant auch hier nochmal, hier hinten steht auch wieder Sonos drauf. Als ich vorne gesessen habe, habe ich euch das gar nicht erzählt. Es gibt einen neuen Soundpartner und das ist Sonos. Ja, da sind wir halt dann schon im unteren Preissegment. Das merken wir dann schon. Ne? Da fehlt die Klappe oben drüber und so. Ja, aber am Ende des Tages ist ja eines wichtig. So ein Auto ist ein multifunktionales Transportwerkzeug. Und das Schöne daran ist einfach große Räume, viel Platz. Das macht einem, also wenn du hier hinten sitzt und jetzt bis nach vorne schaust, an die Fensterunterkante der Windschutzscheibe, ja, du hast schon das Gefühl, das ist eine andere Fahrzeugklasse, rein von der Größe her. Von hier ganz hinten bis ganz nach vorne. Das wirkt sehr groß. Da hat was gepiepst, Flo. Ich glaube, das war das Signal für Kofferraum anschauen. Ein Blick unter den Entenbürzel noch. Elektrische Heckklappe. Dass ein elektrisches Auto eine elektrische Heckklappe haben darf, ist irgendwie okay, ne? Flo, du hast ja deine ganzen Sachen noch hier hinten drin. Wie soll ich denn den Leuten zeigen, wie viel Platz der Kofferraum hat, wenn du dein ganzes Reisegepäck für deine Weltumschiffung hier mit hinten einpackst? Naja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, es passt das gesamte Gepäck zur Weltumschiffung hier hinten rein. So, hier unten drunter, dann machen wir erstmal das Gepäcknetz weg. Gepäcknetz weg. Oh, da hinten unten ist ein 12 Volt Anschluss, finde ich gut platziert. Ne, hier unten
Kannst du vielleicht alles Mögliche da unten noch verstecken oder vielleicht deine Getränkekühlbox. Schauen wir kurz unten rein. Doppelter Ladeboden, da unten drunter dein Kabel. Wie gesagt, die Philosophie bei dem ganzen Thema ist ja so, dass es, ja, es ist super, dass du doppelten Laderaumboden hast und dass dein Ladekabel aus dem Weg ist. Aber was ist, wenn der Kofferraum voll ist und du kommst von der Ladestation? Wo schmeißt du dein Kabel dann hin? Räumst du erst alles raus, freust dich über den doppelten Laderaumboden, schmeißt es unten drunter und tust dann wieder alles rein? Eher unwahrscheinlich. Vermutlich fliegt das Kabel dann einfach so da oben drauf. Deswegen im Übrigen die Sache mit dem Frank. Das ist nicht einfach nur um zu motzen. Ich finde das tatsächlich viel, viel praktischer. Ich darf euch an der Stelle jetzt den Pirmin, Projektleiter Gesamtfahrzeug, mit hinzuholen, weil wir einfach mal einen Blick unter das Fahrzeug werfen. Wir reden immer über permanent erregte, asynchrone und so weiter. So ein bisschen Fremdwörter bei den E-Motoren. Ne? Früher war es einfach, Benzin, Diesel und so weiter, wussten wir. Du erklärst uns jetzt einfach mal, was wir hier sehen. Da bei dem einen steht Permanentmagnet und bei dem anderen steht asynchron. Genau. Was ist der Hauptunterschied bei diesen beiden Motoren? Und warum verwenden wir kombiniert im Topmodell beide? Also vielleicht mal generell zur Einordnung. Wir haben ja 100% oder Serie den Heckantrieb mit dem abgekürzt PSM, genau, der Permanent-Synchronmotor, der bei uns bei den heckangetriebenen Q4 e-trons zum Einsatz kommt. Und dann in der Quattro-Kombination kommt vorne der Asynchron, die ASM-Maschine dazu. Genau. Und ich sage jetzt mal als allgemein erklärt, der grobe Unterschied. Man sieht ein bisschen was schon in der Größe erstmal. Man sieht eine Größe, wobei, wenn man hinten reinguckt, ne, da fehlt ein Stück. Also wenn wir von der Seite schauen, ne, bis hier hinten geht und oben drüber sitzt die Leistungselektronik. Aber im Prinzip, das hier ist der Motor, also Wicklung, Magnete. Genau, Stator, Rotor und Stator. Genau. Halt E-Antrieb normal. Ne? Aber als Techniker? Als Techniker, großer Unterschied vielleicht nur das Magnetfeld. Ja. Ich sagte schon permanent, ne? Also er muss permanent erregt werden, das heißt, der ist immer bestromt, muss immer ein Magnetfeld erzeugen, um mitzulaufen. Ansonsten bremst er, rekuperiert automatisch. Heißt, wenn du keinen Strom mehr drauf gibst, keinen Strom mehr verbrauchst, erzeugt er Strom letzten Endes. Genau. Um den leer laufen zu lassen, muss ich eine Spannung anlegen. Richtig. Und Spannung anlegen bedeutet, ich habe einen Stromverbrauch. Richtig? Genau. Bedeutet am Ende weniger Effizienz. Genau. Könnte man jetzt an beiden Seiten so machen oder aber man kombiniert diesen und eine andere Variante des E-Motors. Genau, und was ist der große Unterschied beim ASM jetzt eben? Wir haben gesagt, Stromverbrauch, bestromen, Magnetfeld erzeugen. Hier, der kann unbestromt mitlaufen, das heißt wie eine Art Leerlauf. Das heißt, er läuft einfach auf der Achse mit. So ein bisschen so wie Quattro Ultra. Ne? Das heißt, wenn ich auch den Antrieb und Vortrieb und diesen Punch nicht brauche. Den Punch haben wir hier. Zum Punch kommen wir gleich nochmal vielleicht. Dann läuft er einfach unbestromt mit. Also er ist sehr effizient. Ja. Und dann jetzt bei unseren Quattro-Modellen, bei Traktionsthemen oder wenn ich natürlich den Leistungsabruf habe, schaltet der instantiv dazu und bietet sozusagen die Extraleistung. Und zum Thema Punch eben, um auch, ne, ihr kennt es vom E-Fahrzeug, an der Ampel drehe ich drauf. Ne, und das gilt jetzt sowohl für ein Heck als auch für ein Quattro. Ja. Und deswegen kommt natürlich durch die Permanent, weil er immer bestromt ist, dieses digitale Gefühl, ne, das Drehmoment liegt sofort an und ich kann loslaufen. Ich denke, man sieht es auch schon so ein bisschen rein an der Größe der Bauteile. Ne? Wenn wir jetzt hier reinschauen und schauen hier rüber, wir sehen schon an der massiven Größe des Gerätes hier deutlich kleiner. Aber was eben wichtig ist zu verstehen ist, dass hier innen drinnen nur auf der einen Seite der Magnet die Wicklung sitzt. Und wenn ich auf der Wicklung keine Spannung mehr habe, der Innenteil komplett ohne Berührung, ohne Reibung freiläuft. Genau, Freilauf. Und somit habe ich einen extrem guten Partner für einen variablen Antrieb, der mir aber nicht zusätzlich Leistung frisst. Weil wenn er nichts zu tun hat, dann tut er nichts und verbraucht auch nichts. Und sein Partner an der Hinterachse, das ist dann so wie bei Bud Spencer. Ne? Der eine ist extrem schlagkräftig und er ist eigentlich schlagkräftiger. Er ist schlagkräftiger und der ist so supporting. Ne? Und die Kombination macht es aber dann wie immer. Okay. Das heißt, die Kombination aus beiden führt letzten Endes zu dem
extrem agilen Fahrverhalten auch, einfach weil du auf der Vorderachse ja dann relativ schnell auch Drehmomente einsteuern kannst, um dem Fahrzeug beim Fahren zum Beispiel eine zusätzliche Traktion zu verpassen etc. Richtig, ist ja auch beim E-Antrieb das Thema Rekuperation, hast du schon gesagt, man rekuperiert wird hauptsächlich am Heck, also standardmäßig bietet der die höchste Rekuleistung. Je nach Fahrsituation, wenn natürlich aus Stabilitätsgründen auch vorne rekuperiert auch dieser Motor, das heißt, kann das auch. Aber du hast es eigentlich in den meisten Fahrsituationen nur am Heck, weil wenn auch beide voll rekuperieren würden, hättest du so eine extreme Reku, dass den meisten Leuten dann eigentlich die Fahrstabilität verloren ging, weil sie das gar nicht gewohnt sind, wenn dieses Wie viel kW kann er denn rekuperieren? Hast du da einen Wert? Der kann bis zu... Da machen wir die Dalli-Dalli-Musik drauf. Ja. Weil Weil er kann mehr als seine eigentliche Leistung rekuperieren. Ernsthaft? Ja. Also rein elektrotechnisch kann er höher rekuperieren. Theoretisch mehr als 150 kW rekuperieren. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht ausreizen, ne? Nee. Wenn auf der Hinterachse... Das kannst du ja auch in der Batterieeinspeisung, also interne Batterieaufnahme. Roundabout 70 kW die Ecke wahrscheinlich. Genau. Ja, alles klar. Ja, Pirmin, ich danke dir vielmals. In Corona-Zeiten machen wir nur noch den Fistbump. Gerne. Und wir fahren einfach nur eine Runde Audi Q4 e-tron, unseren Quattro. Fangen wir mit dem Fahren nochmal an. Gehen wir zurück zum Fahren. Natürlich kriegt ihr im Audi Q4 die volle Pakete, das volle Paket an Assistenzsystemen und Optionen plus ein wenig mehr natürlich. Dazu gehört ja, wie gesagt, das Head-Up-Display, das so eine dreidimensionale Tiefe bekommt und eben auch Augmented Reality. Ich möchte gerne an der Stelle nochmal sagen, ich habe Augmented und nicht Augmented gesagt, okay? Weil ich gehöre ja zu den Menschen, die gerne Augmented gesagt haben. Aber was heißt Augmented Reality? Was habe ich als Fahrer von Augmented Reality im Head-Up-Display? Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit drin, natürlich nicht nur, dass ich in der richtigen Entfernung sehe, was für die Geschwindigkeit ist, ob er die Fahrbahnmarkierungen erkennt, also ob er die Fahrspur damit auch halten kann. Ich habe auch nicht nur die Verkehrsschilderkennung drin, ich habe natürlich auch das Verkehrsschild Tempo übernehmen drinnen in meinem Tempomat. In meinem Head-Up-Display mit Augmented Reality habe ich zusätzlich gleich noch meine Fahrspurempfehlungen zum Abbiegen mit drin. Also, da erscheint ein Pfeil und der sagt da vorne, na, wenn der Nippel durch die Lasche ist, dann musst du den Nippel, wenn der Pfeil erscheint, musst du den Nippel durch die Lasche ziehen, hieß das, glaube ich, damals. Ne? Also, der sagt dir dann, wo du langfahren musst. Und gleichzeitig habe ich einen kleinen grünen Pfeil, der immer wieder kommt, wenn ich an dem Auto hinten dran bin und habe den richtigen Sicherheitsabstand eingehalten. Wenn ich also an das vorausfahrende Auto heranfahre, jetzt manuell, erscheint dieser kleine grüne Pfeil und jetzt sagt er, nee Freundchen, jetzt bist du zu nah dran. Jetzt gehe ich wieder mit meinem Fuß vom Gaspedal runter, vom Strompedal runter und lasse ihn diesen Abstand halten und ihn hinterherfahren. Übrigens, Good News. Es gibt noch ein Good News für Menschen wie mich, die auf Langstrecke sowieso gerne so ganz leger das Lenkrad festhalten und dann immer mal wieder gerne von den Assistenten angeschissen werden, dass man doch bitte die Hände ans Lenkrad nehmen soll, obwohl man die Hände am Lenkrad hat. Die alte Generation hat erkannt aufgrund des Rückstellmoments am Lenkrad, also dadurch, dass du auf den Servomotor letzten Endes Druck ausübst, dass deine Hand am Lenkrad ist. Hier im neuen Q4, neue Generation, kapazitives Lenkrad. Das heißt, hier drüber erkennt er einfach nur, dass ich meine Wurstfinger aufgelegt habe oder meine Wurstfinger am Lenkrad sind. Das kapazitive Lenkrad erkennt dann Wurstfinger am Lenkrad und ich muss jetzt nicht permanent einen Druck ausüben oder eine Lenkkorrektur vornehmen, dass mir der Assistent sagt, Flossen ans Lenkrad. Ich muss einfach nur meine Finger am Lenkrad lassen. Natürlich immer beide Augen in den Straßenverkehr, beide Augen in das Augmented Reality Head-Up 3D, Head-Up Display. Das macht tatsächlich Spaß. Und die Finger hier unten, ein Finger ist ein bisschen wenig, habe ich bisher gemerkt. 3 Finger ist eine gute Variante. Disclaimer an dieser Stelle. Im öffentlichen Straßenverkehr bitte immer beide Hände am Lenkrad halten. Dies ist keine Ermutigung, keine Animation für euch in der Zukunft mit nur noch irgendeinem anderen Körperteil am Lenkrad, das kapazitive Lenkrad zu berühren und dann, ne? Wir verstehen uns.
weiß gar nicht, worüber du da immer sprichst. Ich sehe nichts. Vom Lenkrad. Das ist so Ja, ein du- bisschen wie Elektromobilität. Das muss man schon selber erleben, um es zu verstehen. Da kann man noch so viel drüber Haben die reden. dir Geld gegeben bei Audi gerade? Der Kaffee Haben die dir? Ja, du musst es tatsächlich sehen, dadurch, dass du bei dem Head-Up-Display so eine Dreidimensionalität reinbekommst. Und das Head-Up-Display tatsächlich die Augmented Einblendungen Da kann ich schwenken und tun Ja, ich und seh's. machen. ist ein bisschen eher ungünstig. Ne? Das muss man sehen, dazu muss man wie ein Mensch 2 Augen haben. Die 2 Augen des Menschen sind ja wie ein Raubtier dazu gedacht, dreidimensional schauen zu können, weil du von 2 Punkten schaust, dreidimensional zu schauen, weil unsere Augen gucken ja nach vorne und dadurch, dass wir uns überschneiden, gibt es ein dreidimensionales Bild, gibt Tiefe. Mit einer Kameralinse ist das schwierig nachzuvollziehen, aber du siehst es direkt, wenn du in deinem Bild schaust, in dein Head-Up-Display reinschaust. Es funktioniert wirklich. Ihr müsst nur an dieser Stelle einfach vertrauen. Und da ist ja wieder der grüne Strich. Ganz geil finde ich übrigens die roten Striche, die wie kleine Laserschwerter aus der Seite herauskommen, wenn ich die Fahrbahn verlasse. Da macht er so, bzzzt. Da vielleicht noch, liebe Audi-Ingenieure, für die Zukunft, Software as a Service. Ich würde tatsächlich 10 € bezahlen, wenn ich dann so ein Update installieren kann over the air, um Star Wars Soundgeräusche für mein E-Fahrzeug nachzukaufen. Ne? Podracer für so in der Stadt und natürlich die Laserschwerte an der Seite, um zu erkennen, dass ich in der Fahrspur bleiben muss. Und als nächstes kommt das Auto dann bei uns mal aufschließen. Ich bin dein Vater. Ich muss Chris mal fragen, vielleicht kann er das als Off-Text einsprechen für uns. Habt ihr das Interview mit Chris schon gesehen? Interview mit Chris kommt jetzt auch online. Chris von Carmaniac saß auf der Hobby Couch, nicht im Hobbyversum. Solltet ihr euch anschauen. Wenn ihr euch für Elektromobilität interessiert, kennt ihr den Chris ja eh. Aber auch an dieser Stelle kurzer freundlicher Werbehinweis. Schaut euch. Es ist übrigens schön in Deutschland. Es ist schön in Deutschland. Man kann in Deutschland Urlaub machen. War der Werbehinweis jetzt für Deutschland oder für Ja. auch irgendwas anderes? Für uns. Für uns. Mhm. Okay. Läufst du schon? Ja. Ist das nicht zu laut im Straßenverkehr hier nebendran? Die machen alle Mordslärm, die Autos. Ne? So. Abrollgeräusche. Ja, es sind auch Verbrennergeräusche, die ich da höre. CCS Ultra Fast. Please connect the cable to the vehicle. Und verlieren Sie Ihre Karte nicht. So. Stecker rein. Der Audi e-tron. e-tron Q4 kann bis zu 100, wo bist du denn? Kann bis zu 125 kW laden. Das ist ganz ordentlich. Übrigens, er kann bis zu 140 kW Rekuperationsleistung abholen. Ja, auch schön. Da hört man das leise Fiepen der Wechselstromrichter. Bis zu 140 kW laden, spannend, oder? Damit können theoretisch der Q4 e-tron über seine 2 Elektromotoren, wenn ihr den Quattro nehmt, über seine 2 eingebauten Elektromotoren sogar schneller, mehr laden als in der Peak-Leistung. Die Ladeleistung hängt auch ab von dem, was ihr kauft, welche Variante. Ich hatte es euch schon gesagt, am Anfang stehen 3 verschiedene Motorleistungen, 2 Batteriegrößen und 2 Karosserieformen und die Möglichkeit, nur Hinterradantrieb zu nehmen oder eben den Quattro zu nehmen. Die Einstiegspreise für den Audi Q4 e-tron liegen bei 43.900 €. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir den passenden Deckel zu diesem Topf uns noch fragen, weil das war ja die Frage, es gibt zu jedem Topf ein Deckelchen. Welcher Topf? Wir hatten da den Dreck an den Außenspiegel gemacht, Flo. Ja, das ist Quattro-Style. Quattro sind die Außenspiegel immer mit Matsch bedeckt. Ich hatte am Anfang gesagt, jeder Topf findet sein Deckelchen und Audi hat mit dem Q4 von Anfang an gleich die doppelte Auswahl. Q4 normal, also Q4 e-tron oder Q4 Sportback e-tron. Und dann auch noch 3 Leistungsstufen, 2 Batteriegrößen und Allrad- oder Hinterradantrieb. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles zusammen in einem Satz. Fazit zu dem Auto. Die Ladeleistung, Leute, wir sind mal 77%, die Batterie hat 77%,
ist er geladen und wir sind jetzt bei 37 kW. Das ist normal. Die Ladekurve flachte nach oben hin ab. Wer die gesamte Ladekurve des Fahrzeugs sehen möchte, der wird mit Sicherheit, da bin ich mir sehr, sehr sicher, bei Carmaniac fündig. Ja, den haben wir ja mit zusammen hier während der Testfahrt des Q4s getroffen. Zurück zum Auto, zurück zum Topf und dem Deckel nochmal, oder? Ja. Ich bekam mich gar nicht. Alter, wird Zeit, dass LKWs elektrisch werden, weil das sind keine Abrollgeräusche. Nee, das stimmt. Ja. ABCDE, der Preis oder? Der Preis hat man gesagt, ab 43,9 meine ich. Wie immer nach oben sind die Grenzen recht weit gesteckt. Ich habe jetzt für ihn keinen fertig konfigurierten Preis. Vielleicht schaffe ich es noch, bevor das Video online geht, euch den Preis unten drunter zu stellen. Aber wie immer ist meine Empfehlung an euch eigentlich, orientiert euch nicht daran, was wir Probe gefahren sind, orientiert euch nicht nur an den Autos, die wir hatten, an der Ausstattung und so weiter, sondern geht in den Audi-Konfigurator rein und sucht euren Topf für euren Deckel. Nee, euren Deckel, oder? Wer ist denn jetzt eigentlich Topf und wer ist Deckel? Eine interessante Geschichte vielleicht noch nebenbei. Diese Diskussion zum Thema Frank, wo ich euch auch um eure Meinung gebeten habe. Es ist ja tatsächlich so, dass man da zweierlei Meinung sein kann. Weil wir laden ja jetzt hier auch nicht mit unserem Ladekabel. Und würde ich zu Hause laden, wäre das Ladekabel zu Hause an meiner Station. Und bin ich unterwegs, lade ich meistens am HPC. Die Argumentation zu sagen, man braucht nicht unbedingt einen Frank, weil die meisten Leute ihr nasses Kabel dann nicht einpacken müssen, kann ich jetzt nicht von der Hand weisen. Ich möchte an der Stelle dennoch sagen, liebe Automobilhersteller, liebe deutsche Premium-Automobilhersteller, wenn die anderen das können, dann könnt ihr das auch. Warum also nicht anbieten? Einfach nur aus Kostengründen? Okay, vielleicht finden wir eine andere Lösung. Ich glaube, dass der Audi Q4 e-tron Sportback seine Käufer finden würde. Es haben sich während der Fahrt, die Flo und ich so unternommen haben, extrem viele ältere Damen jenseits der Menopause und blondiertem Haar nach dem Fahrzeug umgedreht und fanden das sehr, sehr attraktiv, das Auto, glaube ich. Ich bin mir also sehr, sehr, sehr sicher, Auto und Preisgestaltung werden ihren Topf finden oder ihren Deckel. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Freue mich jetzt an der Stelle auf eure Kommentare zum Audi Q4 e-tron Sportback, zum Frank, zur Ladeleistung, zum Interieur, zum Lenkrad. Haut in die Tasten, abonniert den Kanal, das dürft ihr nicht vergessen. Drückt die Glocke, lasst einen Algorithmus kommen. Jetzt mache ich es. Jetzt mache ich den ganzen Salmon. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und lasst einen Algorithmus-Kommentar da. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft ihr mich auch happy nennen. Das war Autohub. Ich sehe euch beim nächsten Video. Flo, können wir jetzt bitte, bitte, bitte diese Straße verlassen? Es ist so sau laut hier. Ja. Furchtbar. Und laden müssen wir eh nicht. Die Batterie war ja fast noch voll. 80%, komm hör auf.